Hello and welcome back to LearnGermanGames.com, the only place where you learn German while playing a game with me. A computer game, an actual game. Not those fake games that pretend to be games that teach you. I'm your teacher, Samir, and today we're going to be continuing our game, Broken Age. If this is your first time with Learn German Games, remember to follow the subtitles in the game. German is in yellow and English is in blue, and after every few sentences, we're going to be reading and translating here. So if it's going too fast, that's okay. Just be patient and follow along. Also, das letzte Mal waren wir hier und jetzt müssen wir wieder mit der Sonne sprechen. Ja, Liebling? Computer, wusstest du, dass im Universum Krieg herrscht? Computer, wusstest du, dass im Universum Krieg herrscht und dass hilflose Kreaturen von skrupellosen Tyrannen unterdrückt werden? Oh, das klingt nach einem lustigen neuen Spiel. Ich werde mit den Garnkumpels reden und das für die nächste Missionsrunde vorbereiten. Würde dir das gefallen? Ach, vergiss es. Computer. Ja, Liebling? Christopher, du bist die Sonne. Ja, Liebling? Yes, darling. So, Liebling is a way to just, call somebody something nice like dear. Computer. Wusstest du, dass im Universum Krieg herrscht? JJ, du bist der Junge. Computer, wusstest du, dass im Universum Krieg herrscht? Yeah. So, computer, did you know that there's war going on in the universe? Or literally, that war is ruling the universe. Yeah. Herrschen ist das Verb hier. And pay attention to the word for universe, which ends with um. This is why it's neuter. Yeah. Das Universum. As you can see, whenever you see I am here, it's underlined because it's always dative. The reason for that, it's short for in dem, yeah? So because we have dem after it, you always know it's the dative case. Also, what you have to notice all the time is das, which moves the verb until the very end, yeah? So whenever you hear that, you should create this instinct in your head to hold the conjugated verb until the end when you speak. Und dass hilflose Kreaturen von skrupellosen Tyrannen unterdrückt werden. Und dass hilflose Kreaturen von skrupellosen Tyrannen unterdrückt werden? Ja, also unterdrücken ist to oppress. So, and the helpless creatures are oppressed by the ruthless tyrant. So this is the continuation of his question. Yeah, notice how die Kreatur ends with UR. You can see it highlighted here in red. And this is why it's feminine. Also pay attention to the easy word here, Tyrann, because it's pronounced a bit different than English, so you have to pronounce it with a bit of an Ü, ja? Also Tyrannen. Skrupellos, literally unscrupulous, so it's like they have no morale, they don't care. Oh, das klingt nach einem lustigen neuen Spiel. Oh, das klingt nach einem lustigen neuen Spiel. Oh, that sounds like a fun new game. Notice how in dative, first of all, I'm sure a lot of you know that after nach you always have the dative. And if you don't know that, keep looking for those underlines and remember what whenever the dative occurs. All the adjectives in dative take an en at the end. So train your eyes to see these endings. I'm having colors here to help you out, but in real life you have to start noticing them without colors, yeah? Und klingt is to sound. Sounds like fun. Ich werde mit den Garnkumpels reden und das für die nächste Missionsrunde vorbereiten.
Würde dir ja das gefallen? Ich werde mit den Garnkumpels reden und das für die nächste Missionsrunde vorbereiten. Würde dir das gefallen? Ja, das Verb hier ist vorbereiten. It's a separable verb, so make sure you emphasize the beginning, vor, and pronounce the V like an F, yeah? And the O also has a slight W sound at the end, you notice because of the R, so vor, yeah? Try to imitate me with that. And notice how you say when you like something, it's literally like, do you like? Yeah, it's a little bit similar to French if you're a French speaker. So I'll talk to the yarn buddies and get them ready for the next mission round. Would you like that? So these are his toys. She makes some toys from yarn, yeah? Don't be confused by what that is. Ach, vergiss es. Ach, vergiss es. Vergessen ist das Verb, and here it's in the imperative. She's telling him in the informal way to forget something, yeah. Okay. Nächste Frage. Computer, welchen Sinn hat das alles? Computer, welchen Sinn hat das alles? Mein Sohn, du weißt doch, wie wichtig Operation Löwenzahn ist. Unser Heimatplanet Lorona ging unter. Deswegen reisen wir auf der Bassi Nostra durchs Universum, um eine neue Heimat zu finden. Computer, welchen Sinn hat das alles? Computer, welchen Sinn hat das alles? Computer, what's the point of all this? Obviously, this is not a literal point. Der Sinn is the sense or the objective or in the sense of, sensibility. And notice the en here when you say what or which. That's because Sinn is masculine and we have the accusative case here. So the subject is actually das, yeah? Mein Sohn, du weißt doch, wie wichtig Operation Löwenzahn ist. Mein Sohn, du weißt doch, wie wichtig Operation Löwenzahn ist. Ja, die Operation ends with ION, that's why it's feminine. And notice how I'm emphasizing the N with yon. So definitely don't say it the way you say it in English. Also notice how the conjugated verb is all the way to the end here. Actually, in this case, just like English. Unsere Heimatplanet Loruna ging unter. Deswegen reisen wir auf der Bassi Nostra durchs Universum, um eine neue Heimat zu finden. Unser Planet Loruna ging unter. Deswegen reisen wir auf der Bassi Nostra durchs Universum, um eine neue Heimat zu finden. Ja, die Heimat is home, not like a physical home. It's more like a homeland, especially in this case. Ja? Und das Verb hier ist untergehen. It means to perish or literally to go down. No, it's a bad thing. So our home planet, unser Heimatplanet, der Planet sagt man, Lorona, das ist der Name, ja, ging unter, it perished, so we travel across the universe. Bassi Nostra is this a name in the game, yeah, it's the name of a region, I guess, to find a new home. Nächste Frage. Warum haben wir noch keine neue Heimat gefunden? Warum haben wir noch keine neue Heimat gefunden? Nun, das Universum ist riesig und ich will nur das Beste für meinen Kleinen. Warum haben wir noch keine neue Heimat gefunden? Warum haben wir noch keine neue Heimat gefunden? Why haven't we found a new home yet? Nun, das Universum ist riesig und ich will nur das Beste für meinen Kleinen.
Nun, das Universum ist riesig und ich will nur das Beste für meinen Kleinen. Notice here how the adjective klein, small, is converted to a noun, which is like saying the small one. Yeah, and German has this nice feature where you can convert adjectives into nouns and use them to call somebody. Yeah, like a person that's like that, you just capitalize the adjective, and it becomes what you refer to them with. And notice also, I'm sure a lot of you know that noon literally means now, but whenever you start a sentence with it, it means, well, yeah, it's a way to start a sentence. It doesn't have a meaning. It's just a way to start your thread of thought, if you want. Well, the universe is vast or huge, riesig, and I only want the best for my little one. After fear, we always have the accusative, and kleinen because he's a boy, and is masculine, that's why we have an en, ja. Hier haben wir einen Kommentar. Computer, wir müssen sofort zu Alpha Diaboli. Computer, wir müssen sofort zu Alpha Diaboli. Auf gar keinen Fall. Das heißt nicht umsonst so. Wie wäre es stattdessen mit Spaß und Vergnügen im Grensersystem? Computer, wir müssen sofort zu Alpha Diaboli. Computer, wir müssen sofort zu Alpha Diaboli. Yeah, small pronunciation remark here. This is one of those words where it's okay to pronounce it in English because a lot of Germans do that. It's borrowed from English. So even though technically it's also correct to say Computer, you will find a lot of Germans will just say computer. Yeah. So computer, we need to get to Alpha Diaboli now or immediately. Sofort. If you remember last time, the wolf told us that we have to go to this planet, but apparently it's off limit. Auf gar keinen Fall. Das heißt nicht umsonst so. Auf gar keinen Fall. Das heißt nicht umsonst so. Ja. Absolutely not. Or no way. In no case whatsoever, if you want. Ja. Also, der Fall is a case. Yeah, so literally it means not in any case. So there is no case where I will allow you to do that. And again, here you have an en because der Fall is masculine. And for all of you native English speakers out there, please pay special attention to the sound of the a. Don't pronounce it like an English fall. Ja, Fall. Das heißt nicht umsonst so. It's not called like that for nothing. Umsonst means for nothing. Now, if you're going shopping and you see that word while shopping, it means that something is for free. Yeah. Umsonst can also mean for free. Wie wäre es stattdessen mit Spaß und Vergnügen im Grenzsystem? Wie wäre es stattdessen mit Spaß und Vergnügen im Grinsesystem? So how about instead having some fun enjoying yourself in the grin system? Das Vergnügen, it can be either fun or pleasure. Ist sonst noch jemand auf diesem Schiff? Anybody else on this ship? Gute Frage. Ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Nur du, ich und dein Vater selbstverständlich. Oh, fühlst du dich einsam? Ich könnte dir ein paar neue Freunde stricken. Ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Is there anyone else on the ship? Nur du, ich und dein Vater selbstverständlich. Nur du, ich und dein Vater selbstverständlich. Selbstverständlich is a bit of a long word. You might have trouble reading it. It means self-evident or of course. To help you pronounce it, try to cut it out, yeah? Selbstverständlich.
It would also help you to practice it from the end to the beginning. So start with lich and then stend, ja, und dann fair. Also lich, ständlich, verständlich, selbstverständlich. And it's okay if you don't practice the whole word on the same day, if you're still a beginner trying, struggling, I would say, to pronounce it. It's okay to just, try the first part first. It's actually a common word also, verständlich, which means understandable. So when something is self-understandable, it means it's evident. Yeah. Und fühlst du dich einsam? Ich könnte dir ein paar neue Freunde stricken. Fühlst du dich, Entschuldigung, fühlst du dich einsam? Ich könnte dir ein paar neue Freunde stricken. Ja, stricken means to knit. So are you feeling lonely? I could knit you some new friends. So she obviously means plushy toys or stuffed toys that actually can move. They're robotic somehow. We saw some of them before, maybe. I'm not sure which one of them she's referring to. But yeah, she's a nice computer. Du hast also noch nie einen seltsamen Wolf hier gesehen? Du hast also noch nie einen seltsamen Wolf hier gesehen? Mein Junge, ich kann nicht den Überblick über all deine Garnkumpels behalten. Oh, oder meinst du, du hättest gerne einen kleinen Wolfsfreund? Ich habe noch nie einen Wolf gestrickt, aber das sollte kein Problem sein. Du hast also noch nie einen seltsamen Wolf gesehen? Hm. Du hast also noch nie einen seltsamen Wurf hier gesehen? Yeah, again with the and, just keep noticing those and grammar will become easier. So you've never seen a strange wolf here. Also, these two words are written the same, so they definitely should not be pronounced the same, yeah? Wolf. So, ja, Wolf. Mein Junge, ich kann nicht den Überblick über alle deine Garnkumpels behalten. Mein Junge, ich kann nicht den Überblick über alle deine Garnkumpels behalten. Ja, behalten literally means to keep. So this is like keep a lookout on, which means to keep track. Yeah. So my boy, I can't keep track of all your yarn buddies, all your stuffed toys. Oh, oder meinst du, du hättest gerne einen kleinen Wolfsfreund? Oh, oder meinst du, du hättest gerne einen kleinen Wolfsfreund? Or do you mean you'd like a little wolf friend? So she thought maybe he wants a new stuffed toy in the form of a wolf. Ich habe noch nie einen Wolf gestrickt, aber das sollte kein Problem sein. Ich habe noch nie einen Wolf gestrickt, aber das sollte kein Problem sein. Yeah, be especially careful with the verb here, stricken. Remember when the S comes before a T, most of the time it's pronounced sh. Yeah. I've never knit a wolf before, but that shouldn't be a problem. Was macht Papa eigentlich den ganzen Tag? What's Dad doing all day? Auch eine sehr gute Frage. Was macht Papa eigentlich den ganzen Tag lang? Oh, dein Vater hat eine Menge zu tun da draußen, weißt du? Den Rumpf reparieren, Raumparasiten wegkratzen, nach neuen bewohnbaren Planeten Ausschau Ich muss weiter halten. versuchen, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Oh, Schätzchen, du bist so ulkig. Okay. Ja. Gut, ich muss weiter. Yeah, this sentence is the wrong order, but it's okay, we'll read it. Gut, ich muss weiter dran arbeiten. Gut, ich muss weiter dran arbeiten, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Gut, ich muss weiter daran arbeiten, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Zu übernehmen. Übernehmen. Yeah. It's not a separable verb. This is why you emphasize the second part. If it was the way you pronounce it, it would be separable.
And speaking of separable verbs, there's a the indication here is actually wrong. The separable verb here is weiterarbeiten. Yeah. Good. I need to keep working on taking control of the ship. Was macht Papa eigentlich den ganzen Tag lang? Oder soll ich sagen, was macht Papa eigentlich den ganzen Tag lang? Also der andere Computer. Was macht Papa eigentlich den ganzen Tag lang? Yeah, so what does dad actually do all day? He doesn't believe it's his actual dad. Oh, dein Vater hat eine Menge zu tun da draußen, weißt du? Oh, oh, dein Vater hat eine Menge zu tun da draußen, weißt du? Oh, your father has a lot to do out there, you know? Eine Menge is a lot, like a large quantity. Den Rumpf reparieren, Raumparasiten wegkratzen, nach neuen bewohnbaren Planeten Ausschau halten. Den Rumpf reparieren, Raumparasiten wegkratzen, nach neuen bewohnbaren Planeten Ausschau halten. Repair the hull, as in the hull of the ship. Scrape away, wegkratzen, a space parasite. Keep an eye out for new habitable planets. This is just this word here, die Ausschau, is mostly used in this kind of expression. You normally don't use it on its own, yeah? So Ausschau halten, like it's keep a lookout on or keep an eye on. Und Oh, quick question. bewohnbar, ja, Real quick question. I noticed that like Raumparasiten wegkratzen, it's kind of reversed the way it is in English, isn't it? yeah, because she's listing like the things he can do. So you can do this, you can do that. You normally put the object first and then the infinitive of what he's supposed to do. Yeah, you notice that. So den Rumpf reparieren, Raumparasiten wegkratzen. So something verb, something verb, something verb. Danke. Ja, danke für die Frage. Ich muss weiter versuchen, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Ich muss weiter versuchen, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Ja, to take over. Ja, ich weiß nicht, warum hier die Übersetzung falsch ist. Das ist noch ein Fehler. Strange. Ja, ist schon gut. Das kann ich später beheben. So be careful with the translation here. I don't know why the list is wrong. I have to fix my app. I have to keep trying to take control of the ship. Ha! Oh, Schätzchen, du bist so ulkig. Oh, Schätzchen, du bist so ulkig. Ulkig is funny in a like strange kind of way. Yeah? Das Schätzchen literally means little treasure or darling or honey. Yeah? All right, we have added 43 words to the vocabulary list. Let's practice them a bit. If you're live with us here on YouTube, send me your answers on chat. The left one is German, so send me the numbers on the left corresponding to the ones on the right. Also fangen wir an. Scoop. Is funny. Lustig, funny. Skrupellos. Unscrupulous. Joshua im Chat sagt 9 und 13. Das Universum, the universe. Ähm, 22, die Kreatur and the creature. Die Kreatur, the creature. Christopher im Chat sagt 3 und 14. Herrschen, to rule. Klingen is to sound. Klingen, to sound. 6 und 17. Unterdrücken and to oppress.
Sehr gut. Vorbereiten, 10, 15 to prepare. Vorbereiten. Der Liebling, the darling. The darling, and nobody wanted to pronounce this word. Der Tyrann. The Der tyrant. Tyrann. Same exercise with short sentences now. Hallo zusammen. Hello. Hallo zusammen. Hello everybody. Lang nicht mehr gesehen. 1. Long time no see. 13. Ja. Das ist langweilig. 5 to 16, that's boring. Das ist langweilig. That's boring. 10. Dieser Satz ist etwas länger. 17. The sentence is a little longer. Richtig. Enes in Chat sagt 8 und 19. Also die Tür ist auf. The door is open. Sehr gut, Enes. Ja? Gar nicht so einfach. Not so easy at all. Enes in Chat sagt danke. Okay. Bitte. Kannst du 7 dich, und Ja. 7 und 18. Ich will das aber nicht. But I don't want that. kannst du dich bitte darum kümmern? Can you please take care of it? Ja, ich kann. Enes in Chat sagt 4 Danke. und 11. Also ich brauche einen Moment zum Nachdenken. I need a moment to think. Und der letzte Satz. Wie bitte? Ist das dein Ernst? I beg your pardon? Are you serious? A bit British. And now we're gonna add a small twist to this exercise here. Whoever needs to give me the answer has to read the whole sentence before I click it. There you go. So. Was Computer, ist, wusstest du, dass im Universum Krieg herrscht? ja, sehr gut. Wasn't challenging at all. Computer, did you know that there's war going on in the universe? Nur du und dein Vater? Nur du, ich und dein Vater, selbstverständlich. Sehr gut. It's you, me and your father, of course. Nun, das Universum ist etwas. Und ich will nur das Beste für meinen Kleinen. Nun, das Nun. Universum ist riesig und ich will nur das Beste für meinen Kleinen. Yeah, be careful with the U sound. Susan, you're still having a bit of trouble with it. Remember, it has to be like a cow. Just imagine a cow like moo. So instead of saying moo, say nu. Nur. Ja, sehr gut. Ich etwas versuchen, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Remember, you have Ich to muss conjugate. Ja? Ich muss weiter versuchen, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Sehr gut. Das ist a separable verb. I have to keep trying to take control of the ship. Computer, welchen etwas hat das alles? Computer, welchen Sinn hat das alles? Ja, sehr gut. Gordon und Enes. Computer, what's the point of all this? Flashcards. Wie sagt man the darling auf Deutsch? Das Schätzchen? That would work, yeah, but in this case it should be der Oh ja, die Liebling? Liebling. Der Ja. Liebling. Aber die beiden sind richtig, ja? Herrschen. Herrschen ist Ruhe. Sehr gut. Who wants to read this Der, word? der Tyrann. Yeah, the Turan. Actually, the emphasis should be on the ends. So even though the Y has a special pronunciation, don't emphasize it too much. Ach,
Unterdrücken. Unterdrücken. Emphasis is on the second part. You can see the dot here. Hier ist ein Verb, ja? Klingen. Klingen. Oh, Jinx. Ja, klingt gut. Here's another one for JJ. Der Kreatur. Eigentlich The ist es die Kreatur. Oh, crap. Ja. I'm sorry, JJ. I put you on the spot. Das war sehr skrupellos. Unscrupulous. Ah ja, das Same. war eigentlich die Antwort. Das habe ich gar nicht bemerkt. Und was ist das hier? Ein sehr schönes Bild. Das Universum. Ja, das Universum ist riesig. This is an adjective here. Lustig. Ja, lustig. Vorbereiten. Vorbereiten, ja. You read that like a robot, Susan. Maybe I should give you a reading of a robot. You'd make a great job. Danke. All right, word order. You have to order the words in a way that makes sense. These are sentences from the game. Ist sonst noch jemand auf dem Schiff? I Can you was waiting for translate somebody that? to Yeah. help me out there. Can you translate it for us before I show you the translation? Oh, is there someone on the ship? Someone else, because there's noch here. Else. Anybody else on the ship? Warum haben wir noch keine neue Heimat? Oh, wie soll ich das enden? Gefunden. Why haven't we found a new home yet? Ja. Computer. Wir müssen Mühe mit Ü, ja. sofort zu Alpha Diaboli. Computer, we have to go immediately to Alpha Diaboli. Ew. Und werden. Ende. Und von skrupellosen. If you remember, just to help you out, this was the continuation of his question when he asked about the war going on everywhere. That helped. That doesn't help me out. Und und das hilflose Kreaturen Ja. Von skrupellosen Tyrannen unterdrückt werden. Übersetzung? And that helpless creatures are oppressed by unscrupulous tyrants, ruthless tyrants. Good job. Danke. Ja, das war eigentlich die erste Frage. So that was the question before the previous one. Computer. Wusstest du, dass im Universum Krieg herrscht? Ach, ich habe nicht Computer. vergessen. Do you know herrscht rule Ja. the universe? Whenever want to war is rule the ruling the universe? universe, it means it's going on everywhere. Yeah. And notice here you have the past tense. So did you know, not do you know. So when you say like war is ruling everywhere, it means that it's everywhere because there is no escape. It's the boss.
Makes sense. Na gut, gut gemacht, sehr gut, everybody. Yeah, for those of you in chat wondering if this is your first time to learn German games, the people with me are my tier 2 patrons, my lovely supporters. So if you want to be with us in this video here, support me on Patreon. Yeah, you can find the link on my website, learngermangames.com. Ja. Okay, also, was gibt es denn hier? Es gibt 2 Türen. Mal sehen, probieren wir mal. Teleporter, starten. Ja, Sir. Zur Heldenhalle? Du meinst die Müllkammer? Ja. Ja. Teleporter starten. JJ. Teleporter starten. So teleporter start. Notice here how in German, whenever you want to give a command that's a bit more polite, all you have to do is actually use the infinitive. You see this a lot as well on signs. Yeah, if you see a sign on a door or a road sign, they normally tell you what to do as an infinitive verb. Jordan, bitteschön, you are the elevator or the teleporter. Ja, Sir. Ja, Sir. Is that actually like English? Is that like just sir? Yeah, they're just being a bit British. Ja, Sir. Zur Heldenhalle. Ja, sir, zu Heldenhalle. This is just a name they created in the game, the Hall of Heroes. Du meinst die Müllkammer, ja? Du meinst die Müllkammer, ja? You mean So, the garbage room. Yeah. Yeah. Im Handumdrehen da. Hey, mein Kopf? Gibt es ein Problem? Mein Kopf ist kleiner. Ja, du hast gerade einen Teleporter benutzt. Warum ist mein Kopf geschrumpft? Quantenphysik, was sonst? Keine Sorge, wenn du dich mit mir zurück teleportierst, wird er wieder normal. Sensibelchen. Im Handumdrehen da. Im Handumdrehen da. Yeah, it means the in a GIF, as in real quickly, it's like it's literally as fast as a hand twist. Yeah. Hey, mein Kopf. Hey, mein Kopf? Gibt es ein Problem? Gibt es ein Problem? Is there a problem? Notice how we are not using the verb sein here. Geben, you can think of it as to exist. Yeah, which you use if you're an English speaker and you're not used to that, it's going to take a bit of time. That's why I teach here with context so that you notice where you use what verb. Yeah, so keep paying attention and coming to my events, it'll get easier. Mein Kopf ist kleiner. Mein Kopf ist kleiner. My head is smaller. Ja, du hast gerade einen Teleporter benutzt. Ah ja, du hast gerade einen Teleporter benutzt. Das Verb hier ist benutzen. Very common verb to say, to use, yeah? And gerade is just pointing to time here, meaning that he just used it a few moments ago. Warum ist mein Kopf geschrumpft? Warum ist mein Kopf geschrumpft? There's no umlaut here, so again, like a cow, geschrumpft mit U. Genau. Geschrumpft. And if you're a bit confused that there's no en here, this is because in this case, Kopf is the subject, the head is doing the action, the head is being shrunk.
So it is the nominative case. Quantenphysik, was sonst? Quantenphysik, was sonst? Yeah, again here with the Y, that's pronounced like an U, yeah? So don't say physic, yeah? Physik. Also, a new ending for you here for feminine words, IK. Die Quantenphysik. Was sonst? What else? Also sonst, else or otherwise. Keine Sorge. Wenn du dich mit mir zurückteleportierst, wird er wieder normal. Keine Sorge, wenn du dich mit mir zurückteleportierst, wird er wieder normal. Yeah, thank you, Jordan, who is a native English speaker and pronouncing the A perfectly here. So make sure to pronounce it like he did. Normal with an open A. Yeah, if you're still having trouble with that, look in the mirror and open your mouth wide. So no worries, don't worry. Keine Sorge. If you're a beginner, very important expression for you to just memorize. If you teleport back with me, zurück teleportieren, notice how in German you have the back part before the teleporting part. Zurück. It'll be back to normal. And also, just like we keep saying here, the conjugated verb is in the second position. So all this thing here in the beginning, you can think of it. Keine Sorge obviously is separate. You don't really count it. And all of that here, yeah, you can consider it for position 1. And then you have wird. Yeah, this is why we have the conjugated verb. And then the subject comes after that. Sensibelchen. Sensibelchen. Yeah, so she's calling him, she's trying to insult him a bit. She's like, you little sensitive guy, you. Yeah, it doesn't have a direct equivalent in English. Also, was gibt es denn hier? Das sind Spielzeuge, oder? Was wohl in den ekligen Gefäßen ist? Meine Milchzähne? Oder Haare? Was denn noch? Ich habe einen Hexonauten aus einem Papierteller gebastelt. Damals dachte ich, die wären lebendig. Sie hat meine ersten Raumstiefel bronziert. Oder sind das die Überreste meines alten Bombenentschärfungsroboters? Was wohl in den ekligen Gefäßen ist? Was wohl in den ekligen Gefäßen ist? I wonder what's in those nasty containers. Remember, whenever you see wohl in a sentence, it gives it a feeling of probability. And in this case, whenever there's was before, it's like saying, I wonder. Yeah, he's not sure. This is why. Eklig means nasty or dirty, disgusting. And just like we said in the beginning of this video, in the dative case, adjectives take an en. This is why you have it here. And das Gefäß can mean a container, a vessel, a glass jar sometimes would have that meaning, some kind of receptacle, yeah? Meine Milchzähne oder Haare? Meine Milchzähne oder Haare? So my baby teeth or milk teeth, the technical term is actually milk teeth even in English, but some people are more familiar with the term baby teeth. Ich habe einen Hexonaut aus einem Papierteller gebastelt. Damals dachte ich, die wären lebendig. Ich habe eine Hexonauten aus einem Papierteller gebastelt. Damals dachte ich, die wären lebendig. Yeah, be careful with the pronunciation of the A. The first one should be longer. Damals. Damals. Yeah. So I made a hexonaut out of a paper plate. Papierteller.
At the time, I thought they were alive. Lebendig. And dachte is the past of denken, ja? To think. Also, the verb basteln, gebastelt, is to craft things, to make things with your hands, ja? Sie hat meine ersten Raumstiefel bronziert. Sie hat meine ersten Raumstiefel bronziert. So he's talking about the sun or computer. She bronzed my first space boots. Oder sind das die Überreste meines alten Bombenentschärfungsroboters? Oder sind das die Überreste meines alten Bombenentschärfungsroboters? Oh Ja. dear. Bombenentschärfungsroboters. Bombenentschärfungsroboters. Ja, sehr gut. Or are these the remains of my old bomb disposal robot? Entschärfung. I'll be saying that a lot. Yeah. It's a very useful word, yeah. Entschärfung actually means diffusing, yeah. So it's a bomb diffusing robot, and you have the S's in between. It's like the apostrophe S, yeah. So not disposal, diffusing of bombs, and this is why you have the S here, and roboters because we have the genitive here, the ES, yeah. All right, we already have 54 words in the vocabulary list, so let's practice now. Yes, Joshua, it's a really big long word. Yeah. Der Liebling is the darling. Der Liebling, the darling. Joshua im Chat sagt 911. Ach, das haben wir schon angeklickt. Ja. Der Tyrann, the tyrant. Unterdrücken Joshua, 7. Was? Unterdrücken 7. 19 to oppress. Ja. Right next to it. Joshua im Chat sagt 8 und 17. Skrupellos. Unscrupulous. Und Anish im Chat sagt herrschen. Rule. Herrschen, also. Sehr gut. 1 und 14. Die Kreatur and the creature. Ja. Stretch the U a little bit. Kreatur. Oh, I was just focused on getting the gender right this time. Das Universum is the universe. Das Universum, ja. Anish im Chat sagt vorbereiten, to prepare. Sehr gut. Und er sagt auch lustig, funny. Und klängen, to sound. Sentence matching. Gibt es ein Problem? There is the problem. Stretch the E a bit. Gibt es ein Is Problem? there Problem? Ja, Problem? ja. Warum ist mein Kopf geschrumpft? 3 und 14. Why did my head shrink? Gute Frage. Mein Kopf ist kleiner. My head is smaller. And this has a couple in chat. Ja, Anish im Chat sagt 6 und 11. Das ist langweilig. That's boring. Er sagt auch 9 und 18. Die Tür ist auf. The door is open. Gar nicht so einfach. Not so easy at all. Gar nicht so einfach. 24. Kannst du bitte darum kümmern? Can you please take care of it, Susan, this time? Sicher. Ja. Anish im Chat sagt 1 und 15. Ich brauche einen Moment zum Nachdenken.
15, eigentlich 12. Ja, I need a moment to think. Dieser Satz ist etwas länger. This sentence is a little longer. Und du meinst die Müllkammer? You mean the garbage room? Nun, das Universum ist etwas und ich will nur das Beste für mein Kindlein. Nun, das Universum ist riesig und ich will nur das Beste für meinen Kleinen. Universum. Universum. Well, the universe is vast or huge, and I want only the best for my little one. Ich muss weiter versuchen, die Kontrolle über das Schiff zu etwas. Ich muss weiter versuchen, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Sehr gut. I have to keep trying to take control of the ship. Nur du, ich und dein Vater. Selbstverständlich. Yeah, can you read the whole thing? Oh, nur du, ich und dein Vater, selbstverständlich. Und Übersetzung? Only you, myself, and your father, clearly, self-evidently. Ja, of course, genau. Of course. Be careful with the umlaut. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Danke. Ist sonst noch jemand auf dem etwas? Ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Ja. Is there anyone else on the ship? Ja, ich habe zu schnell angeklickt. Entschuldigung. Alte Gewohnheit. Keine etwas, wenn du dich mit mir zurückteleportierst, wird er wieder normal. Sorge? Keine Sorge. Keine Sorge, wenn du dich mit mir zurück teleportierst, wird er wieder normal. Don't worry, when you teleport back, it will return to normal. Ja. You can pronounce it in this, sorry, you can translate it in this case both as when and if, yeah. Be careful with thank when, it could have two meanings. Also, was ist das hier? Adjektiv? Das Emoji. Nein, Nein, Adjektiv. nein, das Lustig. ist lustig. Lustig, ja. JJ Ah. ist lustig. Ja. Die Die Kreatur. The creature. Ja. Skrupellos. Skrupellos. There's a slight bit of a pause here. So try to imagine them as two parts. Skrupellos. Because it's like the prefix here on, yeah, it has like, this is the part that says it's without scruples. Skrupellos. Scrupulous. Vorbereiten. Vorbereiten. So you have a bit of an issue here with the E, Susan. It's vorbereiten. You're saying it like blue. Yeah, so try to make it more like an E. Vorbereiten. A little bit, yeah, not a lot. I'm just showing that. Herrschen. Herrschen. Der Liebling. Der Liebling, masculine because it ends with ling. Der Tyrann. Tyrann. Yeah. Emphasis on the double N. Klingen? Was? Klingen? Klingen, ja. Nein? Klingen. Sehr gut. Und was ist das? Das Das, Universum. Sorry. kein Problem. I oppressed you. Ich bin unterdrückt.
Unterdrücken. Mit Ü. Ich bin unterdrückt. Oh, unterdrücken. You want me to do it again? Sonst? No, not sonst. Nein. Viel einfacher Wo eigentlich. ist sonst? Ist sonst noch, sonst jemand? Nein, das hier ist richtig. Noch jemand? Noch jemand auf dem Schiff? Oh, sorry, I forgot to pause there. Is there anyone else on the ship? Warum ist mein Kopf geschrumpft? Why is my head shrunken? Gibt es ein Problem? Is there a problem? Sehr gut. Notice everybody how Christopher stretched the E correctly. Was wohl in den ekligen Gefäßen ist? What is probably, or no, not probably. What is in these nasty containers? I Like I said in wonder chat. what's in those Remember, there's a nasty vole in containers. there. Sorry. Sounds like me cleaning out my refrigerator. Ooh. Ooh. You translated that differently. How would you say that? Das klingt nach. Go ahead, Christopher. Einem neuen lustigen Spiel. Oh, that sounds like a fun new game. Nein! Also, das klingt nach, ja. Das klingt nach einem lustigen neuen Spiel. Yeah. Oh, ooh, I mean, that sounds like a fun new game. The funny thing is, I said It's it not in a new English in fun. the right order. Yeah. And that was our game for today. Thanks everybody for watching and for participating. If you still have any questions, write them in the comments below and make sure to join us next time live. It's a lot more fun live, yeah. And if you want to learn more, support me on Patreon. You get more material for you to review. You get the vocabulary lists. Hundreds and hundreds of them are already available on Patreon. And if you become tier 2, you can be part of the video here. But for now, please do like this video. These things take a lot of effort from me. Just a small like helps me a lot. And share it with your friends learning German. And if you haven't subscribed, what are you waiting for? It's free and fun and useful. In any case, click on the next video. There's a lot of videos already on my channel. They're all fun and useful.